Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizards. Heute habe ich euch mal was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar den sogenannten Rassler. Der Rassler wird von einigen Spielern als die schlechteste Waffe im ganzen Spiel bezeichnet. Warum das totaler Quatsch ist, werde ich euch jetzt zeigen. Als erstes betrachten wir hier natürlich wieder die beiden ersten Versionen dieser Waffe, und zwar den Standard-Rassler und den Carja-Rassler. Die findet ihr wie immer recht früh im Spiel gegen ein paar Scherben. Und hier auch gleich die Besonderheit des Rasslers: Ihr könnt ihn statt gegen Maschinenteile nur gegen Teile von Wildtieren eintauschen. Also sprich Fleisch, Häute, Knochen und so weiter. Kommen wir aber auch gleich zur finalen Version des Rasslers. Es handelt sich hierbei um den Profi-Rassler bzw. den Schattenrassler, wenn ihr nicht auf New Game Plus spielt. Diesen könnt ihr wie immer auch erst später im Spiel erwerben. Hierzu benötigt ihr einige Tiermaterialien, die ihr bei der Jagd findet, und ein paar Scherben. Auch beim Rassler sind wieder 3 verschiedene Munitionsarten vorhanden. Zum einen die Schockbolzen, die, wie der Name schon sagt, Schockschaden verteilen. Dann die Metallbolzen für blanken Schaden und nicht zu vergessen die Eisbolzen für Eisschaden und das Einfrieren von Gegnern. Anhand der Werte könnt ihr auch gleich sehen, dass der Rassler nicht umsonst etwas Besonderes ist. Besonders heraussticht hier der hohe Handhabungswert und die vergleichsweise niedrigen Schadenswerte. Um zu verstehen, wie man den Rassler nun modifizieren muss, muss man erstmal verstehen, wie er funktioniert. Der Handhabungswert erfüllt hier nämlich nicht nur die Aufgabe des Nachladens von Munition, sondern beschleunigt auch gleichzeitig die Rate, in der wir diese abfeuern. Bei der Modifizierung versuchen wir also, den Handhabungswert vorrangig zu behandeln und diesen extrem herauszuarbeiten. Bei der Wahl unserer Modifikation ergibt sich also hier, dass wir uns vorrangig auf Handhabung konzentrieren, gefolgt von Schaden und zu guter Letzt Eis oder Schock, je nach Vorlieben. Allerdings kann der Rassler auch sehr wohl zum Einfrieren oder Betäuben von Maschinen benutzt werden. Allerdings werde ich hierauf nicht wirklich eingehen, da es hierfür wesentlich effektivere Waffen im Spiel gibt und sich daher eine reine Schock- oder Eismodifizierung einfach nicht lohnt. Wie spielt man nun den Rassler richtig aus? Der Rassler ist eine Waffe, die für den Kampf auf mittlere oder kurze Distanz ausgelegt ist. Er fungiert hier wie eine Art Schrotflinte oder Maschinengewehr und kommt dann zum Einsatz, wenn Zielen nicht mehr wirklich eine Option ist, die möglich oder nötig ist. Dies ist zum Beispiel vorrangig bei Herdenmaschinen der Fall. Hier ist Zielen meist völlig unnötig und kann sogar der restlichen Beute zur Flucht verhelfen. Wie auch bei allen anderen Waffen sorgt auch hier das Einfrieren unserer Beute durch einen enormen Schadensbonus dafür, dass wir mittlere Maschinen wie Sägezähnen oder Brührücken zügig zu Altmetall verarbeiten. Praktisch ist hier auch, dass man je nach Modifikation und falls es nötig ist, per Auswahl der Eisbolzen einfach Maschinen selbst mit dem Rassler einfrieren kann. Der Kampf gegen Humanoide gestaltet sich hier allerdings als schwierig. Es kommt hier sehr auf die Distanz zwischen Aloy und dem Gegner an. Passt diese aber, so kommt man sich schnell vor wie Rambo, der gerade ein Nest von Vietcong aushebt. Dieselben Rambo-Vibes spürt man übrigens auch im Kampf gegen große Maschinen, wie dieser arme Thunderjaw hier gerade am eigenen Leib mitbekommt. Ich meine, schaut euch das mal an. Da kann einem doch schon fast leid tun. Die große Schwäche des Rasslers liegt zum einen vor allem im Kampf gegen kleine wendige Maschinen wie Plünderer oder Wächter. Erst recht, wenn diese im Rudel angreifen, dann kann es schnell mal problematisch werden. Zum anderen muss man, um mit dem Rassler zu arbeiten, nah an die Beute heran, was bei explodierenden Lohenkanistern und Druckbehältern zu ordentlich Ohrensaugen führen kann. Fürs Schleichen ist der Rassler allerdings komplett ungeeignet. Das Ding ist ungefähr so laut wie die rostige Nähmaschine meiner verstorbenen Großmutter aus dem 19. Jahrhundert. Und natürlich zeige ich euch auch diesmal anhand eines kleinen Beispiels, wie man den Rassler am effektivsten einsetzen kann. Zählt doch einfach mal mit, wie viele Lanzenhörner ich jetzt in der kurzen Zeit erwischen werde. Nun kommen wir aber auch schon wieder zum Ende dieses Videos. Falls es euch gefallen hat, lasst mich das doch einfach in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, falls euch mein Kanal gefällt. Und natürlich ist mein Name wie immer Jimmy Woods und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!
Ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Hat irgendwie was von einer Lavalampe, oder nicht?